Hallo und herzlich willkommen, alle Freunde des Schnitzens. Heute zeige ich hier wieder eine Schnitzarbeit, einen kleinen Seestern, den ich jetzt machen durfte. Das ist so ein Flachrelief. Also ich hoffe, das gibt auch ein bisschen Anregungen, auch wenn das hier mal eine bisschen einfachere Arbeit ist, die auch nicht so komplex ist oder vielleicht ein bisschen langweilig, aber es gibt doch Anregungen, wie ich daran gegangen bin und vielleicht auch für deine Arbeiten, wenn du so einsteigen möchtest, dann wünsche ich dir da auch viel Spaß beim Zugucken und dafür möchte ich es auch gerne hier teilen. In diesem Sinne viel Spaß in diesem Video. Das Aufzeichnen ist jetzt hier besonders wichtig für so ein Relief. Das merkt man vor allem, wenn das Holz dicker ist und man da was ausarbeiten möchte. In also weiteren Tiefen und in einem größeren Format muss man immer wieder neu aufzeichnen. Dann muss man das natürlich auch zum Teil freihand können oder das hilft ungemein, wenn man auch gewisse Dinge mal freihand aufzeichnen kann. Und hier eben mit diesem Pauschpapier, man kann das auch von hinten anzeichnen mit dem Bleistift einfach und dann diesen Strich durchdrücken. Ja, und dann schraube ich das natürlich auf und lege da so kleine Unterlegscheiben drunter, dass mir die Schrauben nicht so weit reinkommen und das hilft dann auch schön zum Schnitzen. Mein Ansteckmikrofon ist leider hinüber. Was ich noch kurz demonstrieren wollte, hier ist ja dieses Ding, was ich aufgeschraubt habe, diesen Teller. Das ist hier die Schnitzkugel. Das kann ich hier unten lösen und diese Kugel kippen und verstellen, hoch, runter. Also wenn der Lichteinfall von oben kommt, Schnitzen lebt er so vom Licht auch. Hier habe ich jetzt noch den Hebel, den ich festziehen kann, dann ist das bombenfest. Gerade für so kleine Reliefe kann ich das hoch, runter kippen und eben auch hier nochmal so ringsherum drehen. Das gefällt mir da doch sehr gut. Und jetzt möchte ich eben das erhaben schnitzen. Das heißt, der Hintergrund vom Seestern, der muss ein bisschen weiter zurück. Die Problematik ist hier diese kleinen fitzeligen Zwischenräume, weil das dazwischen, diese Dreiecke, mehr oder weniger eine Fläche sind und auch das hier dazwischen als Fläche dargestellt werden soll und diese kleinen Pinöppel oder was auch immer das sein soll, also vermutlich wie beim Coronavirus, diese komischen Stöpsel da außen, was auch immer, wie sie heißen, die sind ja auch nochmal beschnitzt in sich, also das muss aber irgendwie in der Richtung schon angedeutet werden, weil das wird ein Muster, was dann mal vervielfältigt wird und deshalb muss ich mir auch ein bisschen Mühe geben. Genau, aber zum Ton nochmal, also da habe ich jetzt nur so ein Aufsteckmikro, deshalb ist der Ton vielleicht nicht mehr ganz so gut. Aber ich habe Probleme mit den Ansteckmikrofonen, dass die immer hinübergehen. Okay, das soll 3 mm zurückgedrückt werden, der Hintergrund. Ich kann das mit einem Streichmaß oder wie auch immer abmessen. Schubleere geht auch, also ich setze halt die obere Kante auf die Fläche hier auf und markiere das einmal. Ja, dann nehme ich halt hier meinen Geißfuß sofort. Schneide hier rein. Es geht ja nur darum, das abzusichern.
Also das ist jetzt Linde, natürlich sehr weiches Holz. Ein bisschen härteres Holz nimmt, hat man es schöner beim Sauberschnitzen, aber wenn ich jetzt das raushole, natürlich nicht so einfach. Kann man auch die Fräse einsetzen. Also wenn es jetzt noch einen Rand hätte, dann könnte man schön die Oberfräse aufsetzen. Würde sich sogar noch lohnen, gerade bei härterem Material. Muss man dann aber auch ganz genau führen. Der Schnitzprozess geht jetzt hier also seinen Gang mit dem großen Geißfuß. Der ist halt noch so schön geschliffen, also von seiner Produktion her, dass er unten ist die Spitze nicht hundertprozentig scharf und das macht diesen Schnitt so ein bisschen schön weich. Gerade für so gröbere Arbeiten nehme ich den dann sehr gerne. Ist halt so ein alter Geißfuß. Und damit schneide ich dann auch ein bisschen auf der Fläche, ja, also dass ich ihn so ein bisschen auf die Seite lege. Das geht mit Geißfüßen oft auch recht gut, ja, wenn man das ein bisschen trainiert und übt. Da kann man an Figuren schöne Schnitte setzen oder ja, beim Ranschneiden der ersten Formen, wie das auch hier der Fall ist. Und dann nehme ich eben dieses Balleisen. Wenn man es ganz genau machen möchte, dann kann man natürlich auch statt des Geißfußes einen, ja, ein bisschen einen Hohlbohrer nehmen, der eben unten eine Rundung hat. Oder da gibt es ja auch diese Geißfüße, die unten keine Spitze haben, sondern die gerundet, ja, um die Ecke herumlaufen praktisch, mit runden Ecken, wie wir das von manchen Smartphones kennen, die dann die Ecke patentiert haben, die runde Ecke. Aber Spaß beiseite, also dass man eben noch sieht, dass der Stern mit dem Hintergrund verbunden ist, aber um hier Zeit zu sparen, mache ich mehr oder weniger eine scharfe Ecke, ja. Und das Ganze sollte nur 3 mm tief werden, weil das wird so eine Art Gussvorlage, kann man sich vorstellen, für eine Keramikfliese. Und ja, da sind wir auch noch ein bisschen am Tüfteln, wie wir es noch besser machen können beim nächsten. Also ich habe ja mehrere Platten zugesägt, die sind 16 x 16 cm groß und das mache ich für jemanden. Und ja, da sind wir also noch am Überlegen, wie man es noch schöner machen kann. Also das Problem ist hier, dass es eben diese Plastizität, ja, man sieht ja schon, dass das sehr, sehr flach ist, aber dennoch ausgearbeitet werden will. Also da kann man dann auch ganz viel lernen von den Münzbildhauern, die auf so einer kleinen Münze, ja, ein Porträt hinbekommen. Das ist ein eigener Beruf. Da kann man also wirklich auch Expertise aufbauen in diesem Bereich natürlich, falls sich da jemand spezialisieren möchte. Ich mache ja immer wieder verschiedenes Zeug, aber man sieht also diese Vorgehensweise, ja. Ich schneide ringsrum. Ich meine, das ist relativ sinnvoll, dass eben der Stern mir nicht kaputt reißt, ja, dass ich, wenn ich jetzt den Hintergrund bearbeite, dass ich da nicht oben irgendwas zerstöre. Deshalb muss ich da natürlich mal die Kante hereinschneiden, also tiefer schneiden und dann steche ich das hier eben ab. Und da hilft mir dieses Balleisen wundervoll. Und man kann auch einen leicht gehöhlten Stich 2 nehmen. Da gibt es einige Hersteller, die auch so einen Stich 2 rausbringen, wo man dann eben über die Fläche schneiden kann. Und hier merkt man schon, das ist ja kein Hobel, der praktisch so einen Spanbrecher hat und der fest eingespannt ist, sondern ich schneide ja immer frei, ja. Und von daher ist der Faserverlauf manchmal, wenn ich längs schneide, merke ich, jetzt zieht das Eisen aber rein. Also da muss ich dann auch mal quer schneiden. Da muss es natürlich sehr schön scharf sein. Von daher sage ich auch, so ein leicht gehöhlter Stich 3, Stich 2, da kann man eben auch besser querschneiden, wenn einem das Balleisen, wenn man es nicht hinbekommt, weil das ist ja wirklich gerade. Also da ist es dann auch schwer, also quer zu schneiden, ohne dass die Ecken einhaken, ja. Da kann der Stich 2 natürlich sehr hilfreich sein, gerade wenn man jetzt noch nicht so geübt ist. Und das sind Reliefe wundervolle Übungen oder erste erhabene Schriften und sowas, das funktioniert ja genau so, ja, da kann man auch schöne große Schrifttafeln zum Beispiel schnitzen, kann man auch ein bisschen härteres Holz nehmen und dann lässt sich manche Ecke noch schöner sauber schneiden, so ist meine Meinung jedenfalls. Mit der Linde geht es aber grundlegend mal wundervoll zu schnitzen. Es wird bei dieser Arbeit in den Details sehr schwierig sein, dann das Ganze sauber zu schnitzen. Und mit den Flächen zwischen diesen
Streben oder wie auch immer ich es jetzt beschreiben soll. Ich weiß nicht genau, wie man das jetzt nennt, exakt an so einem Seestern. Also das, was dazwischen ist, ja, das wirklich gerade zu bekommen, also das ist halt megamäßig schwierig. Und ich mache das hier mit so einem Hohlbohrer Stich 11. Erstmal mit einem 2 mm schön scharf halten, das ganze Werkzeug, weil ja da auch immer wieder Faserverläufe wechseln und ich muss also immer gucken, dass ich mir die erhabenen Stege nicht zerstöre und man sieht hier praktisch jeden Wackler, ja, wenn ich da nicht richtig steche. Da kann es natürlich dann auch mal hilfreich sein, von oben einfach einzustechen mit einem geraden Werkzeug, muss man dann aber auch ganz genau machen und dann wieder ja, das richtig abschneiden, den Stich, den man in die Tiefe gemacht hat. Und bei der Linde sieht man eben sehr schnell so Abdrücke, dass da mal was stehen bleibt. Jetzt steche ich mal von oben. Also das ist nicht ohne das ganze Projekt, ja. Und also wenn man es jetzt zum ersten Mal macht, dann würde ich wohl auf diese Kleinigkeiten da verzichten und das irgendwie als einen wesentlich einfacheren Schnitt darstellen. Man könnte zum Beispiel einfach mit einem Hohleisen immer so Querschnitt an Querschnitt setzen, dann bekommt der auch eine Struktur und man kann diesen Ball ein bisschen ausformen. Das hier ist jetzt schon sehr kompliziert. Das Ganze aber, das war ja eben so vorgegeben und muss natürlich auch in gewisser Weise dann rüberkommen. Also ich habe eingestochen mit dem Hohlbohrer, ganz klar, und schneide jetzt einfach diese kleinen Striche nach mit dem Messer und werde dann erstmal den Hohlstich umranden, ja, mit einem wieder anderen Hohleisen und ringsherum so ein bisschen Material wegstechen, dass einfach dieser Knubbel rauskommt, ja. Das geht jetzt hier nur noch mit scharfen Stichen und wenn man das eben beherrscht, dann kann man natürlich auch recht flink tolle Sachen schnitzen. Ich habe da auf Instagram mal so Leute gesehen, die so Kerbschnitte machen, also die ganz tolle Sachen mit 2, 3 Messern nur mit so Stichen hinbekommen und darauf spezialisiert sind. Ja, wie man sieht, das Hohleisen wird einfach ringsherum gedreht, ja, das muss halt dafür genug scharf sein, da wechselt ja der Faserverlauf praktisch während des Herumdrehens immer, dass es mir dann nicht ausreißt, muss ich das eben immer schön ringsrum drehen mit einem scharfen Werkzeug, auch nicht zu tief reindrücken, dass ich diesen Knubbel eben nicht wegsteche. Also da muss man eben deshalb auch vorstechen, ja, dass der Span dann wegfällt. Und ist eine Übungssache. Sowas macht man auch am Anfang. Zu Übungszwecken natürlich. Solche Schnitte kann man da auch zum Einsteigen üben, mal an einem Brett. Da ist die Linde sehr gut geeignet für diese Arbeiten, weil man es eben schnell wegbekommt, ohne jetzt sehr viel Kraft aufwenden zu müssen und auch mal richtig reinstechen kann. Gut, dann schnitze ich diese kleinen Dinger rund. Eben, da nehme ich das habe ich irgendwann mal selbst gemacht, so ein Stich 3 ist das, 4 mm und damit tue ich eben oben das so ein bisschen ballig schnitzen. Man könnte auch ein Schnitzmesser, ein Balleisen nehmen oder ein Stich 3, 5 mm, den habe ich auch von Pfeil jetzt noch bekommen von jemandem. Also da hat man dann natürlich einige Möglichkeiten an Schnitzeisen, dann wenn man eine Weile geschnitzt hat. Klar, da sammeln sich ein paar Werkzeuge an. Damit nehme ich dann auch die Zwischenräume heraus und schneide praktisch diese Dreiecke, also die dazwischen sind, als so eine kleine Fläche, ein bisschen runter einfach. Ja, man könnte das auch reindrücken. Wenn der Stern jetzt noch kleiner ist, dann könnte man zum Beispiel ein Stück Metall sich zurechtschleifen und dann immer da einmal mit einem Hammer raufhauen, dann hätte man den Abdruck, das würde auch nach etwas aussehen. Aber wenn man sowas macht, muss man natürlich immer darauf achten, dass man die Fasern nicht zerstört und umliegende Bereiche nicht irgendwie mitten in die Tiefe reinreißt. Also das kann natürlich passieren. Und das sieht dann eher gut aus, wenn man bei einer anderen Art von Strukturierung. Also hier würde ich das nicht reindrücken, sondern es muss geschnitzt werden. Wenn ich es als Kerbschnitt mache, dann wird dieser Ball, der soll ja in der Mitte auch ein bisschen rundlich irgendwie sein, dann würde der nicht mehr plastisch wirken. Also das würde ich nicht als Kerbschnitt machen, sondern eben, das muss eine kleine Fläche sein. Und das ist halt sehr kompliziert hier rauszubekommen. Ich habe aber auch noch keine Idee, wie man es besser lösen könnte. Da müsste man, wenn man da eine Idee hat, das noch weiter stilisieren, also völlig vereinfachen. Ja, und jetzt hier diese Zwischenräume, die sind natürlich sehr schwierig.
Gerade weil sie unten so dünn anlaufen, muss ich da irgendwie einen Geißfuß, einen Hohlbohrer nehmen. Ich habe dann den 1 mm Hohlbohrer genommen. Kann auch noch den 0,5er auspacken. Aber die machen halt keine richtig scharfe Ecke. Und oben habe ich dann teilweise auch nochmal, ja, so ein bisschen mit einem kleinen Geißfuß und so. Aber die Zwischenräume sind noch nicht so richtig optimal geworden, sage ich mal, bei den länglichen Seitenspitzen zwischen den Stegen. Und das mache ich jetzt halt überall nochmal so ein bisschen sauber, ja. Das ist dann, man sieht es dann oftmals erst in dieser Phase, wenn man also alles einmal herausgearbeitet hat, dann sieht man die Wackler, die Zwischenfläche, die unsauberen Stellen und so. Und wenn sich jetzt Leute fragen, welches Eisen ich benutze, das ist jetzt so ein kleiner Stich 2, meine ich, ist es. Und der ist auch nur 2 mm breit. Also wirklich ein sehr schmales, feines Eisen, aber auch mit so einer ganz leichten Hohlung, ja. Und das ist manchmal auch ganz schön, wenn er noch so eine kleine Hohlung hat, dass man ja noch so ein bisschen einen flexibleren Schnitt hat, weil das sind diese Bögen sind ja auch manchmal ein bisschen gerundet, ja, dann kann ich ihn doch auch mal noch ansetzen, wenn ich von oben steche, weil er halt doch eine minimale Rundung hat und das hilft dann auch ein bisschen. Und wenn ich über die Flächen unten schnitze, haken nicht direkt die Ecken links und rechts ein, sondern ich kann wirklich sehr dezent da nochmal Spänchen abheben. Aber das ist jetzt eigentlich mehr so ein Stechen und nochmal genauer machen und so kleine Späne entfernen, weil das ja dann oft auch lästig aussieht, wenn da irgendwie noch so Fusseln rumhängen. Aber eine Sache, die nicht so ganz ohne ist, gerade mit so kleinen Eisen kann man natürlich auch wieder Dinge ruinieren, ja, weil sie schwierig zu führen sind und man dann dazu neigt, zu viele Schnitte zu machen. Das sieht man ja auch hier. Ich mache vielleicht auch zu viele Schnitte noch jetzt. Aber manchmal geht es eben nicht mehr anders zu vermeiden, wenn es sauber werden soll. Und ja, dass man da den richtigen Punkt findet, auch für sich aufzuhören, das ist dann auch schwierig. Also manchmal Leute, die ja so richtige Charaktere sind und auch mal Position beziehen oder so, die habe ich auch bei Schnitzarbeiten gesehen, wenn die irgendeine Schnitzarbeit machen, dass die so ja, auf eine ganz besondere Art und Weise schneiden, auch mal ein paar gröbere Schnitte stehen lassen und das dann auch den Charakter an der Figur ausmacht. Und da bin ich vielleicht etwas anders gestrickt, ja, dass ich halt dann mal noch mehr dazu neige, das auszufriemeln. Er hat mal so ein Tischler wirklich gesagt, das ist faszinierend, wie du dich hier durchfriemelst. Und da muss ich wieder an diese Aussage denken. Es ist wirklich so, dass aber es geht hier halt nicht anders. Ne? Man muss sich dadurch friemeln mit diesen kleinen Werkzeugen. Und das hat ja auch, es sind ja nur 16 cm mal 16 cm und dann hier die mini kleinen Zwischenräume. Das Problem bei den Ecken ist halt immer die Spitze der Ecke natürlich, dass man da nicht richtig reinkommt. Da habe ich auch noch so ein kleines schräges Balleisen, was da reinpasst. Das Problem ist, dass es natürlich schon eine gewisse Tiefe hat und dann der Ansatzwinkel nicht immer optimal ist. Wenn ich da von der Seite muss ich ja reinstechen, es geht ja nicht mehr anders. Und das dann rauszubekommen, ich habe es ja auch ganz gut mit meinem kleinen Stich 2 hinbekommen. Das ging auch, dass man dann manchmal auch ein bisschen Glück hat, dass das Material in der Ecke einfach mit rauskommt, weil einfach kein Widerstand mehr da ist und wenn man kurz daneben schneidet, kommt es noch mit heraus und so. Da ist manchmal auch ein bisschen, ja, man trickst da ja auch ein bisschen so bei diesem Sauberschneiden. Aber man wird immer noch sehen, ja, dass das von Hand gemacht ist und ich denke, da darf man sich am Ende auch nicht beeindrucken lassen von den super gefrästen Dingen, die uns jetzt hier immer mehr präsentiert werden oder irgendwelchen 3D-gedruckten Sachen und sowas. Das ist halt eben eine ganz andere Art der Produktion und deshalb macht man es ja auch mit Hand, dass es eben noch einfach anders und handgemacht wirkt. So, ja, sauber schnitzen und da hat man gesehen, ich konnte das immer schön drehen, ja, dieses Relief und sowas spanne ich eben auch gerne auf, ja, manche sagen ja vielleicht auch, das könntest du ja auch in die Hand nehmen, du bist ja auch so ein Handschnitzer, also ich liebe es natürlich auch in der Hand zu schnitzen,
aber das hier würde ich aufspannen. Ja. Einerseits, dass ich dieses Relief, ja, dass ich es besser vor mir sehe und auch für die Werkzeugführung. Und ich nehme dann oft auch nur die Finger der linken Hand, um das so mitzuführen, weil wenn ich die komplette Hand um das Werkzeug lege, also wenn ich es mit beiden Händen wirklich führen würde, dann ist das manchmal zu plump und zu klobig in der Führung des Werkzeugs. Und deshalb tue ich es teilweise nur mit den Fingern vorne, mit den Fingerspitzen praktisch anfassen, weil mir das einfach mehr so dieses sprichwörtliche Fingerspitzengefühl gibt. Und ja, also da muss man aber auch selber so ein bisschen darüber sich im Klaren werden, wie fasse ich das am besten an, ja. Und dann habe ich natürlich diese kleinen Kugeln, die da sind, nochmal bearbeitet jetzt. Das ist hier einfach so ein Vorstecher. Da kann man auch einen Schraubenzieher, einen Nagel, was auch immer nehmen. Er muss halt vorne nur die Spitze, die habe ich ganz minimal an der Schwabbelscheibe nochmal rund poliert. Man kann die ja wieder nachschleifen, ist ja kein Problem. So ein kleines bisschen rund und drücke jetzt damit nur noch diese Strukturen rein, weil das wird ja eine Vorlage zum Gießen und ja, dass halt überall das ausgearbeitet ist und auch dem Bild entspricht. Und werde dann halt noch ein bisschen weiter sauber schnitzen, das Ganze. Ja, also mit dem Reindrücken, also ich habe auch mal so bei Reliefschnitzern und Bildhauern gesehen, die so Möbelauflagen und für so Schubladen sowas geschnitzt haben, dass die dann den Hintergrund natürlich auch mit sowas strukturiert haben. Da muss man das dann aber nicht mehr mit Hand reindrücken, sondern da kann man sich auch mit einer Dreiecksfeile sich zum Beispiel so ein Werkzeug machen, dass man oben, also wie bei so einem Fleischerhammer, um Fleisch zu klopfen, dass man sich das in mini klein praktisch mit der Feile in ein Eisen hineinfeilt und dann kann man das immer mit dem Hammer auf dem Relief, also den Hintergrund reinhauen und strukturieren und dadurch, dass er eben dann gleich 6 oder 8 Punkte hat oder vielleicht sogar 12, kommt man halt auch schön schnell voran, kann das mit dem Hammer richtig raufhauen und in Eiche oder sowas, hartem Holz, wird man das mit Hand eben nicht mehr reindrücken können. Und das kann dann eben auch tolle Kontraste setzen, wenn man das gut macht. Da haben Reliefschnitzer auch viel so mit diesen Kontrasten natürlich rausgeholt bei ihren Schnitzarbeiten. Also gibt es auch verschiedenste Methoden natürlich, Strukturen zu setzen. Man kann auch natürlich schleifen. Wenn man die Knubbel zum Beispiel schleift, sehen sie auch anders aus wie der Rest und so und kann dadurch natürlich auch nochmal so ein bisschen mit den Effekten spielen. Und ich schnitze jetzt eben auch sogar noch diese Stege in der Mitte nochmal mit dem Hohlbohrer was raus, dass es eben noch weiter plastisch aussieht. Jetzt ist auch mal Kaffeezeit hier. Ich wünsche dir alles Gute für deine Schnitzarbeiten. Lass mir gerne auch ein Abo da, wenn es dir gefallen hat und like es. Wenn du es abonnierst, dann verpasst du natürlich keine dieser Videos mehr. Und ich danke auch recht herzlich für das fleißige Liken, neue Abonnenten und dass wir uns hier vergrößert haben. Also herzlichen Dank auch an dieser Stelle. Dann trink auch noch einen schönen Kaffee zu Hause oder genieße es mit einem Kaffee, vielleicht eines dieser Videos. Und wir sehen uns hier natürlich wieder in einem weiteren Video, vielleicht auch in einem Quatschvideo. Wenn es dir irgendwie weiterhilft, dann kannst du mir das natürlich auch gerne mitteilen. Ich freue mich über alle, die meine Videos anschauen und das Ganze mittragen, unterstützen. Vielen Dank an die Community da draußen. Herzliche Grüße und tschüss.